Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Zunächst einmal wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und passend zu einem schönen Wochenende habe ich ein schönes Video für euch, denn wir unterhalten uns heute über die Aktualität bei Real Madrid. Ich habe dafür ein Interview für euch von Vini Junior, wo er über seine Vertragsverlängerung redet. Ich habe ein Video von Aurélien Tchouaméni, wo er über den Plan von Xabi Alonso redet. Das Video fand ich sehr interessant, das wird euch gefallen. Dann haben wir leider auch schlechte Nachrichten, denn eine Horrornachricht ist eingetroffen bei David Alaba. Was da los ist, darüber reden wir. Dann reden wir noch über Gonzalo, Mbappé, Endrick etc. Wie ihr hört, das wird auf jeden Fall ein sehr vollgepacktes, interessantes Video. Aber zunächst einmal hat Hamid gestern mit einem seiner neuen Videos eine Frage in den Raum geworfen und ich möchte, dass ihr mir auf diese Frage in den Kommentaren antwortet. Und damit werde ich gleich auch sofort starten, also viel Spaß beim Video. Ja, genau zu diesem Thema habe ich vor 2 oder 3 Wochen mal ein Video gemacht. Wer soll die legendäre 10 von Luka Modric übernehmen? Hamid hat tatsächlich neue Namen ins Spiel gebracht, an die ich nicht gedacht hätte. Wie unter anderem ein Franco Mastantuono oder ein Vini. Ich dachte, ein Vini möchte auf jeden Fall seine 7 behalten. Aber ich muss auch zugeben, das letzte Mal, dass ich das Video gemacht habe, war vor der Club-WM. Seit der Club-WM hat sich bei Madrid ja einiges geändert. Unter anderem ein Arda Güler hat gegen Salzburg war er der Dreh- und Angelpunkt von Real. Heute kriegen wir alle unsere Dosis Club-WM und das mit einem rein brasilianischen Duell um 18 Uhr. Palmeiras gegen Botafogo. Ich finde, die Brasilianer waren mit die erfrischendsten Teams bei dieser Club-WM. Also ich freue mich auf das Spiel riesig. Worauf ich mich auch freue, ist um 22 Uhr Benfica Lissabon gegen Chelsea. Jeder Madridista sollte ein Auge auf Benfica Lissabon, insbesondere auf Álvaro Carreras werfen, denn dieser junge Spanier soll, so wie es aussieht, nach der Club-WM zu den Königlichen wechseln. Ich weiß, wir alle sind sehr zufrieden mit Fran Garcia und seiner Leistung bei der Club-WM. Xabi Alonso scheint ihn endlich weiterzubringen. Er scheint endlich ein besserer Fußballer zu werden. Trotz alledem, laut Übereinkommen der spanischen Medien, Übereinstimmen der spanischen Medien, wird Álvaro Carreras nach Real Madrid wechseln. Also es tut nicht weh, diesem Jungen beim Fußballspielen zuzugucken. Mal schauen, was uns nächste Saison bei Real Madrid erwartet. Ja, das sind die Spiele heute zu der Club-WM. Und bevor ich zu den Themen von Real Madrid wechsle, schauen wir uns, wie ihr es inzwischen kennt, den Zuschauerkommentar an. Und der kommt dieses Mal vom lieben Horrorcore 1000. Er hat geschrieben: Glaube, habe Vini noch nie so viel defensiv arbeiten sehen wie gestern. Bin mal gespannt, wie das läuft mit Vini und Mbappé im Sturm. Kann mir da sogar vorstellen, dass es ein Downgrade wird, einfach weil ein Vini oder Mbappé niemals so krank laufen würde wie ein Gonzalo. Der Typ ist echt der Hammer. Ja. Und ich habe diesen Kommentar ausgewählt, weil der relativ häufig in verschiedenen Formen gekommen ist. Ganz viele von euch denken, ein Mbappé wird der Mannschaft vielleicht schaden. Was ein Gonzalo da an Bällen erobert hat, das wird ein Kylian Mbappé nicht machen, etc. pp. Aber fangen wir erstmal damit an. Ein Xabi Alonso, unser Trainer, macht bei jeder Pressekonferenz klar, ich habe euch letztens das Video noch gezeigt, heutzutage funktioniert Fußball nur, wenn alle laufen. Alle. Und da ist es egal, ob du Vini, Mbappé, Bellingham, egal wie heißt. Er hat gestern in der Pressekonferenz auch nochmal erwähnt, diese eine Ecke, wo Madrid den Ball verloren hat und alle zurückgesprintet sind. Ich lasse die Ecke übrigens jetzt hier mal parallel laufen. Achtet mal da wirklich drauf, wie alle zusammen im Vollsprint nach hinten laufen. Hattet ihr so eine Szene letztes Jahr unter Carlo Ancelotti einmal gesehen?
Also ich sage es immer wieder, Erfolg ist kein Zufall. Ich habe gestern in meinen Videos gesagt, dass ein Gonzalo freistand, ein Vinny, ein Arda etc. Das ist alles kein Zufall. Die haben sich diese Meter vorher erlaufen. Und ich glaube, der Fußball, den Real Madrid zurzeit spielt, die Substanzen zwischen Sturm und Abwehr waren enorm. Und ein Xabi Alonso hat das ja bei Vinny auch geschafft. Ein Vinny ist ja auch nach hinten gelaufen. Und ich bin der festen Überzeugung, ein Xabi Alonso lebt und stirbt mit seiner Fußballidee. Und es ist ihm egal, ob Kylian Mbappé heißt. Wenn der nicht läuft, dann spielt er nicht. Und außerdem ist ein Kylian Mbappé ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Er hat ja gesehen, was für einen Impact ein Gonzalo Garcia hatte. Und ein Kylian Mbappé ist ein Siegertyp. Er möchte die WM gewinnen. Er möchte mit Madrid die Champions League gewinnen. Er möchte den Ballon d'Or gewinnen. Und ein Kylian Mbappé weiß, wenn er das erreichen möchte, dann muss er dafür arbeiten. Also, ich mache mir erstmal weniger Sorgen, weil ich blindes Vertrauen habe in unseren Trainer Xabi Alonso. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Auch das könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Ja, wenn wir uns schon mal über Vini und Mbappé unterhalten. Ich hatte euch mal gesagt, Vini Junior steht kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Real Madrid. Und ich hatte euch auch mal gesagt, ein Vini Junior, ständig, wenn er ein Mikrofon vor der Nase hat, sagt er immer wieder das Gleiche. Ich möchte bei Real Madrid Geschichte schreiben. Ich möchte meine ganze Karriere bei Real Madrid Fußball spielen. Trotzdem gibt es immer wieder Gerüchte, er möchte wechseln, Katar etc. pp. Aber ich sage immer, es gibt keine bessere Quelle als den Protagonisten selber. Hört euch das Interview von Vini einmal an. Du hast vom Spiel der letzten Saison gegen Manchester City gesagt, dass du deinen Vertrag bei Madrid verlängern und für immer hier bleiben möchtest. Und wir alle hatten das Gefühl, dass es schneller gehen würde. Und jetzt sieht es so aus, als könnten wir nach der Club-WM vielleicht eine gute Nachricht von dir bekommen, dass du noch länger bei Madrid bleibst. Kann das sein? Ja, ich habe noch 2 Jahre Vertrag. Ich habe einen Vertrag, aber ich habe immer gesagt, dass ich meine ganze Karriere hier verbringen möchte, oder? Ich möchte mit dieser Mannschaft eine große Geschichte schreiben und hoffe, noch viele Jahre hier zu bleiben, viele weitere Tore zu schießen und viele weitere Titel zu gewinnen. Was habe ich euch gesagt? Wie immer das Gleiche. Er stellt fest, ich habe noch 2 Jahre einen Vertrag, aber ich möchte bei Real Madrid Geschichte schreiben. Ich möchte meine ganze Karriere hier spielen. Also für die ganzen Panikmacher oder auch die ganzen Vini-Hater, gewöhnt euch lieber dran, dass Vini die nächsten 10 Jahre hoffentlich noch bei Real Madrid spielen wird. Und außerdem, das Spiel, was er gegen Salzburg gezeigt hat, hat auch wieder gezeigt, warum er für Real Madrid so wichtig ist. Außerdem, ich sag's immer wieder, Vini kriegt so viel Hate von draußen, dass zumindest wir Madridistas ihn immer unterstützen sollten. Ich persönlich bin sehr glücklich darüber, dass er anscheinend bald unterschreibt und dass wir einen der besten Fußballer dieses Planeten weiterhin in Real Madrid haben werden. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum unangenehmen Thema dieses Videos, David Alaba. Der österreichische Nationalspieler bereits mit der 3. oder 4. Verletzung in dieser Saison. Diesmal ist es der Oberschenkel. Lesen wir uns den medizinischen Bericht von Madrid zusammen einmal durch. Nach medizinischen Untersuchungen bei unserem Spieler David Alaba durch den medizinischen Dienst von Real Madrid wurde bei ihm eine Muskelverletzung im Soleusmuskel seines linken Beins diagnostiziert. Das Ergebnis steht noch aus. Das Ergebnis steht noch aus, bedeutet immer, Real Madrid sagt nicht, der ist in einer Woche zurück oder in 2 oder was auch immer. Denn damit setzt man den Spieler nur unnötig unter Druck. Alle sagen, er wird die Club-WM nicht mehr spielen. Er wird 4 Wochen ausfallen. Und ganz ehrlich, mir tut es persönlich leid. David Alaba ist so wichtig für die Kabine. Ist so ein toller Charakter. Und vor allem glaube ich auch in der neuen Ausstellung von dem Xabi Alonso, wo er wirklich auf spielstarke Innenverteidiger setzt, wäre ein David Alaba Gold wert. Ich glaube, ein David Alaba hat mit Dean Housen den besten Spielaufbau aus der Innenverteidigung bei uns im Kader. Ich glaube, die große Stärke von David Alaba ist ja sein Passspiel, sein Spielaufbau, seine Übersicht etc. Es tut mir für David Alaba persönlich sehr leid. Ich kann nur die Daumen drücken, dass diese Verletzungsmisere endlich mal aufhört. Dieser Kreislauf. Es ist halt oft so, nach einer großen Verletzung kommen oft diese kleineren Verletzungen hinterher. Ich drücke David die Daumen, dass das endlich aufhört und dass er diese Saison eine gute Saison bei Real Madrid spielen wird. Ich bin der festen Überzeugung, er wird viele noch von sich überzeugen. Ja,
Apropos Verletzungspech, kommen wir direkt zum nächsten Kandidaten, Endrick. Wir alle schließen. Ob er unbedingt Minuten bei dieser Club-WM noch bekommen sollte, das steht noch in den Sternen. Das ist gar nicht so wichtig. Er soll sich lieber in Ruhe erholen. Es geht darum, dass er in die Dynamik Xabi Alonso kommt, Trainerteam, wie ist das neue Training etc. Also, das sind die guten Nachrichten zu Endrick. Der wird jetzt in die USA nachreisen und wird ein Teil des Kaders von Real Madrid. Sind wir mal gespannt, wie es nächste Saison läuft, ob ein Endrick ausgeliehen wird, ob ein Gonzalo ausgeliehen wird, ob ein Gonzalo Endrick den Platz abgerannt hat. Werden wir alles nach der WM sehen. Ich persönlich bin da sehr gespannt. Ja, und jetzt kommen wir zu einem anderen Protagonisten dieser Club-WM, Aurélien Tchouaméni. Ihr wisst, der Spieler, dessen Mentalität mich komplett begeistert. Ein Spieler, der ausgepfiffen wurde am Anfang der Saison vom Santiago Bernabéu und der trotzdem so eine mentale Stärke bewiesen hat, dass er das komplett um 180 Grad gedreht hat und 3-mal am Stück Spieler des Monats geworden ist, als Sechser. Das gab es in der Geschichte von Real Madrid noch nie. Was für ein Fußballer. Und ganz ehrlich, gegen Salzburg auf der 3-5-2 oder 5-3-2 als Libero, so nenne ich einfach mal die Position, der ist gefühlt geboren für diese Position. Ein ganz starkes Spiel des französischen Nationalspielers. Und er wurde genau zu dieser Position, zu diesem Spiel gefragt. Hören wir uns die Antwort von Tchouaméni zusammen einmal an. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, dass die Mannschaft sich mit dieser Dreierkette in der Abwehr wohler und kompakter fühlt. Was genau verlangt er von euch und was habt ihr in den letzten Tagen trainiert, um heute plötzlich die Formation zu ändern? Ehrlich gesagt kann ich dir das nicht sagen. Aber nein, wie ich schon gesagt habe, hat der Trainer für jedes Spiel einen eigenen Plan und ich denke, wir ändern Dinge je nachdem, wie unser Gegner spielt. Es kann sein, dass wir gegen Juve wieder andere Dinge ändern werden, aber heute haben wir ein gutes Spiel gemacht. Also der Trainer hat einen guten Job gemacht. Und wie schafft man es, so viele Veränderungen so schnell zu verinnerlichen? Das ist die Intelligenz unserer Gruppe, weißt du? Wir haben die Fähigkeit, uns anzupassen, ja? Jedes Mal und wir müssen so weitermachen. Ich hatte euch gesagt, dass mir diese Antwort unglaublich gefallen hat. Und ich bleibe dabei. Ein Xabi Alonso, der ist nicht wie ein Carlo Ancelotti, wo die Gegner schon 3 Monate vorher wussten, wer gegen die spielen wird. Bei Carlo Ancelotti war die Aufstellung 2 Stunden vorher immer online, aber die Aufstellung war quasi egal. Wir alle wussten schon 2 Monate vorher, wer spielen würde. 4-3-3, vorne Vini, Mbappé, Rodrigo, das war Gesetz. Es war alles immer das Gleiche. Bei einem Xabi Alonso wird das ganz anders. Er stellt sich auf jeden Gegner einzeln ein. Was sind die Stärken von dem Gegner? Was sind die Schwächen von dem Gegner? Gegen den spiele ich lieber ein 3-5-2, gegen den lieber ein 4-4-2, ein 4-3-3, etc. Ein Xabi Alonso ist flexibel. Er stellt sich auf die Gegner ein, um seiner Mannschaft den größtmöglichen Vorteil zu bieten. Und das Gleiche gilt auch für Spieler. Gegen welche Spieler hat diese Mannschaft Probleme? Vielleicht spielt hier lieber mal ein Brahim. Gegen die spielt lieber mal ein Gonzalo. Also, ich bin von dieser Antwort hellauf begeistert. Ich fand es auch gut, dass ein Tchouaméni gesagt hat, ich darf euch da nicht zu viel verraten. Richtig, das ist es. Deshalb muss man auch eine Mannschaft nicht unbedingt 2 Stunden vor dem Anstoß schon preisgeben. Die Gegner sollen nicht so lange Zeit haben, sich vorzubereiten auf die taktischen Manöver von Real Madrid. Also, das war die Antwort, die mich am meisten begeistert hat von den ganzen Antworten. Bin ich mal gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Ja, also, das war das Video von heute. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. A la Madrid!